Jo Leute, was geht? Ich sitze gerade wieder auf dem Bike und habe gerade eine neue Fahrradtour gestartet. Kemal ist auch wieder am Start, hier vorne mit dabei. Leute, wir sind gerade in Gmunden, fahren jetzt erstmal Richtung Ebensee und dann Richtung Hallstatt. Ja, es wird eine richtig geile Tour. Diese Tour wollte ich schon immer machen und heute ist der Tag, wo wir loslegen. Das heißt, von Gmunden nach Hallstatt, dann schauen wir uns die schöne Stadt an. Hallstatt werden die meisten von euch kennen. Richtig geile Stadt. Dann werden wir wahrscheinlich rund um den Hallstätter See fahren mit dem Fahrrad. Das wissen wir aber noch nicht. Das werden wir erst dort dann entscheiden. Und dann geht es wieder retour nach Gmunden. Ja, es wird eine schöne Tour werden. Diesmal über 100 Kilometer, Leute. Jetzt habe ich schon doch einige Touren gemacht, aber immer wieder unter 100 Kilometer geblieben. Und heute ist der Tag, wo die 100 geknackt werden. Ja, freue mich schon. Freue mich schon. Auf jeden Fall ist das Wetter top. Im Moment ist es noch kühl, aber wenn man radelt, ist es halbwegs angenehm. Ja, ab geht's. Ja, gleich mal eine Gravel-Autobahn hier in Gmunden. Den Weg kenne ich gar nicht, aber ich folge einfach den Kemal und ja, der ist der Profi hier mit dem Rennrad. Und links, Leute, ist der Traunsee. Richtig schön, mega geil, wirklich. Ja Leute, 5 Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Ja, wir sind jetzt von Gmunden und von Altmünster raus, fahren jetzt den Traunsee entlang. Links ist der Traunsee, sieht man gerade nicht, aber warte kurz, genau. Hier ist der Traunsee und dahinter der Traunstein, ein sehr markanter Berg, den sieht man von überall, Leute, wenn ihr aus der Gegend seid. Ja, und da waren wir auch schon ein paar Mal oben. Lohnt sich auf jeden Fall am Bergsteiger unter euch. Ja, auf diesen Berg müsst ihr unbedingt drauf, wenn ihr aus der Gegend seid. Richtig schöner Ausblick hat man von da oben. Kemal ist heute mit dem Rennrad am Start. Letztes Mal war er mit dem KTM da, wo wir rund um den Mondsee gefahren sind und zum Wolfgangsee. Und ja, das war ihm eine Lehre sozusagen und diesmal ist er mit dem Rennrad gekommen. Ja, wir gleiten jetzt so dahin, Leute. Nächster Checkpoint ist Ebensee. Es ist noch etwas zu kalt, aber ja, es wird ja wärmer. Es ist gerade 10 Uhr, glaube ich. Ja. Es wird auf jeden Fall noch angenehmer heute. Auf geht's! Jetzt sind wir auch schon im Mitterndorf. So ein kleiner Berg. Was heißt Berg? Bergauf. 4% Steigung kurz vor Traunkirchen. Wir haben die Route über Traunkirchen gewählt. Ist einfach viel schöner. Man hat hier einen schönen Radweg. Ja, und Traunkirchen ist auch mega schön. Lohnt sich auf jeden Fall, diesen Ort zu besuchen. Ein Eis zu essen hier im Sommer. Und die Aussicht zum Traunstein, der hier herausragt,
genießen. Die Gegend hier ist einfach sehr schön. Und jetzt sind wir auch schon in Traunkirchen. Ein sehr kleiner Ort, aber richtig schön mit der Kirche hier auf dem Fels. Das sieht man jetzt gerade von da nicht. Aber ihr könnt ja googeln. Und da sind wir auch schon wieder raus aus Traunkirchen. Ja, jetzt fahren wir den Traunsee weiter entlang bis nach Ebensee und dann geht es weiter Richtung Bad Goisern, glaube ich. Auf jeden Fall liegt unser Schnitt gerade bei 22 km/h. 10 Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Ja, und die Fahrzeit beträgt 27 Minuten. Das heißt 10 Kilometer in 27 Minuten. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Ein Tunnel, Leute, und der Radweg geht links vorbei. Nicht da reinfahren, sondern links halten. Und genau, und hier ist der Radweg. Und der ist wunderschön. Der ist richtig schön, direkt am See, am Ufer entlang. Ja. Ich glaube, es sind so noch um die 3 Kilometer oder so bis nach Ebensee. Und dann haben wir das nächste Checkpoint erreicht. Und mir wird schon ein bisschen wärmer. Das passt auch so. Ihr seht es, Leute, wie schön es da ist. Einfach traumhaft wieder. Letzte Woche Mondsee, Wolfgangsee und heute Traunsee und Hallstätter See. So viele Seen bei uns hier in der Umgebung, wo man schön mit dem Fahrrad einfach ja, Touren planen kann. Da kann ich mich echt glücklich schätzen. Da vorne ist Ebensee und hier links immer noch der Traunsee. Heftig, wie schön die Sonne drauf scheint, wie das Ganze hier spiegelt, einfach traumhaft, mega. Ich liebe es. So, jetzt sind wir in Ebensee, Leute. Da war ich auch noch nie, also in Ebensee schon, aber da unten jetzt am See noch nie. Richtig schön. Die ganzen Bäume, Blätter, Farben. Einfach das Herbstliche. Richtig nice. Und hier hinten ist der Traunstein.
Der verschwindet jetzt schön langsam. Ja. Einfach traumhaft. Jetzt trinken wir aber mal einen Schluck Wasser. Ja Leute, was geht? Wir sind von Ebensee rausgefahren und jetzt haben wir einen fetten Gegenwind. Alter, Alter. Jetzt müssen wir voll gegen den Wind kämpfen. Aber es geht. Es ist trotzdem sehr schön. Jetzt fahren wir mal ein bisschen in den Wald rein. Ja. Und so geht's weiter. Sehr schön. Ein bisschen Gravel da. Unser nächstes Ziel ist Bad Ischl. Ja, und dann geht's Richtung Bad Gäusern und dann eben Richtung Hallstatt weiter. Ja Leute, weil wir so neben der Straße unterwegs sind, fällt mir richtig auf, wie viel Müll hier eigentlich rumliegt, was einfach aus den Autos, aus den Fenstern rausgeschmissen wird. Das ist wirklich eine Schande, was hier passiert. Sowas muss echt nicht sein. Müll bleibt einfach liegen, Leute, und es gibt niemanden, der den Müll hier sammelt. Ja, und warum sollte das jemand tun? Warum soll jemand euren Müll wegräumen? Das ist wirklich abnormal. Sammelt den Müll einfach im Auto und bei der nächsten Gelegenheit, wo ihr dann aussteigt, gibt es bestimmt eine Mülltonne in der Nähe und dann könnt ihr es dort reinschmeißen. Die schöne Natur hier gehört uns allen und auf die müssen wir alle gemeinsam aufpassen. Da tragen wir alle die Verantwortung dafür. Wer das Video bis hierher gesehen hat, schreibt es bitte in den Kommentaren. Hashtag wirft kein Müll aus dem Auto. Ja, und somit haben wir ein Message gesetzt, alle zusammen, und ich glaube, ich hoffe, dass das der ein oder andere liest und sich Gedanken drüber macht. Da waren gerade auf 10 Meter 4, 5 Red Bull Dosen. Das ist einfach schrecklich. Wirklich. Sowas muss echt nicht sein, Leute. So, jetzt haben wir fast 30 Kilometer zurückgelegt in 1 Stunde und 20 Minuten. Sind kurz vor Bad Ischl. Bad Ischl ist auch richtig schön. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken und dazu ein Schwarzbrot mit Butter. Also nur eine Scheibe, das ist jetzt nicht viel. Aber ich hatte ein bisschen Stress, musste mich noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Das ist das, was ich gefrühstückt habe. Jetzt ist gerade kurz vor 12 und ich bekomme schon ein bisschen Hunger. Jetzt muss ich schon langsam etwas essen und zu mir nehmen. Und genau da, wo ich dran gedacht habe, hat Kemal mir seinen Giotto gegeben. Also er hat an das Gleiche gedacht. Ja, das ist einfach sehr wichtig, dass man während der Fahrt immer wieder was zu sich nimmt, mit kurzen Abschnitten. Wenn man nicht genug zu sich nimmt, dann kann es sein, dass einem schlecht wird und die ganze Energie dann weg ist auf einmal. Deswegen ganz wichtig, immer wieder was nehmen. Ja,
Was habe ich noch mit eingepackt? Ich habe noch eine Scheibe Schwarzbrot mit Gouda-Käse habe ich mitgenommen, 2 Stück Bananen, 4 Stück Mandarinen und ungefähr 2 Packungen Cashews, geröstete. Einfach um unterwegs ein bisschen snacken zu können. Ja, und Kaffee wird es dann wahrscheinlich in Hallstatt geben. Das zu meiner Ernährung während der heutigen Fahrt. Ich denke, das ist auch ein bisschen interessant für den einen oder anderen, weil das einfach ein sehr wichtiges Thema auch ist. Und gerade wenn man ein Anfänger ist, denkt man oft gar nicht daran und man weiß nicht, wie wichtig das ist und fahrt einfach los und ja. Und dann wundert man sich, wenn einem schlecht wird und so. Wenn ihr natürlich noch Tipps habt, weil ich bin ja selber trotzdem noch ein Anfänger, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Ich freue mich wirklich über jeden Austausch in den Kommentaren, weil genau für das mache ich ja das Ganze, dass wir einfach eine Community bilden und uns in den Kommentaren austauschen können und wir voneinander lernen. Das ist mir absolut wichtig und ja, es motiviert mich dann auch, eben weiterzumachen. Also schreibt eure Tipps in den Kommentaren. Einige von euch haben mir schon wirklich sehr wichtige Tipps gegeben. Das weiß ich alles zu schätzen. Jetzt gönne ich mir mal den Giotto, Leute. Wir sehen uns dann. Den Müll auch gleich dort reinschmeißen, wo es hingehört. Auf geht's. Wir sind in Bad Ischl. Hoppala. Diese ganzen Brücken, die sind so niedrig, Alter. Ist mir am Donauweg, glaube ich, war das auch schon aufgefallen. Ja, und so sieht Bad Ischl aus. Richtig schön, also im Sommer kann das schon was. Wow. Und richtig windig. Ich hoffe, das kommt uns zugute beim Zurückfahren. Dann müssen wir theoretisch einen Rückenwind haben, aber darauf verlassen wir uns jetzt mal nicht. Hey. Richtig nice, Leute. Ein schöner kleiner Stadt.
haben sogar einen McDonald's, das habe ich auch nicht gewusst. Wahnsinn, nach Linz sind es 100 Kilometer, Hallstatt 20. Okay. Ja, hier ist Bad Ischl, Leute. Ich war noch nie hier im Stadtzentrum, das erste Mal jetzt, und es sieht wirklich sehr schön aus da. Mit dem Fluss hier auch und diese schönen Brücken. Sehr viele Brücken auch. Ja, sieht einfach mega schön aus. Im Sommer bestimmt noch viel schöner. Ja, und jetzt haben wir von da weg noch 20 Kilometer bis Hallstatt. Also es liegt noch einiges vor uns. Und dann müssen wir den ganzen Weg natürlich wieder retour. Also wir kommen in Summe, wie schon gesagt, auf über 100 Kilometer. Und ja, ich freue mich schon richtig. Das erste Mal über 100 Kilometer mit dem Rose Backroad. Hier ist Kemalabis Track-Fahrrad. Natürlich ein Roadbike mit sehr dünnen Reifen, dafür auch sehr flott. Sehr schönes Bike auch.